Hallo und willkommen zurück zu TW Retro. In den nächsten Wochen wird es immer mal wieder ein paar Videos geben, in denen ich meine defekten C64 repariere. Im heutigen Video möchte ich euch einen Überblick über meine Werkzeuge und die Testgeräte geben, die ich bei der Reparatur nutze. Ich versuche wirklich bei jedem Gerät so weit wie nötig ins Detail zu gehen, ohne dabei zu sehr auszuschweifen. Falls euch irgendwas davon nicht interessieren sollte, weil ihr beispielsweise das Werkzeug bereits besitzt oder kennt, könnt ihr unten in der Timeline weiterspringen. Eins der wichtigsten Sachen, die ich auch immer auf den Treffen empfehle, sind Netzteile, denen ihr vertrauen könnt. In diesem Fall handelt es sich beispielsweise um ein Greisi-Netzteil. Bei dem Netzteil weiß ich, das Netzteil bringt auch die Spannung, die ich haben möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel die alten Türkeile von den C64 nimmt, dann kann es sein, dass die funktionieren, es muss aber natürlich nicht. Ich hatte beispielsweise auf der letzten Classic Computing einige C64 Boards, aber auch 3 komplette C64 in der Reparaturecke liegen. Und von diesen 3 C64 waren 2 Netzteile defekt. Diese starben zum Glück so, dass sie keine Spannung mehr brachten. Leider gibt es aber auch genug Fälle, von denen ich schon gehört habe, in denen die Netzteile auf der 5 Volt Schiene auf einmal 9 Volt herausbrachten. Ja, was dadurch passiert, ist ganz klar, die Chips in dem C64 werden gegrillt. Ein sauber funktionierendes Netzteil, dem man vertrauen kann, ist meiner Meinung nach deshalb schon mal das Wichtigste. Mittlerweile gibt es auch genug andere Anbieter, die Netzteile als Bausatz oder eben als fertiges Netzteil herausbringen, und die sind auf jeden Fall tausendmal besser als die alten. Wenn wir jetzt eine Schaltung testen wollen, bei der wir uns nicht sicher sind, ob da nicht vielleicht ein Kurzschluss vorhanden ist, macht es Sinn, ein regelbares Netzteil zu nutzen. Ich nutze hierfür ein Raiden RD 6006. Das Netzteil bringt Maximum 60 Volt und 6,3 Ampere und bringt sogar Batterieladeprogramme für Lithium, Lithium-Polymer, Lithium-Ionen, Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid-Akkus mit. Das Netzteil kann man sogar wireless über sein Handy einstellen. Die Funktion finde ich aber persönlich etwas unnötig. Ein Bekannter von mir hat mal eins seiner teuren regelbaren Netzteile getestet. Er hat dabei die maximale Spannung eingestellt und den Strom auf maximal 20 mA begrenzt. Als er eine Leuchtdiode angeschlossen und eingeschaltet hat, brannte die LED durch. Das gleiche habe ich mit meinem 10-mal billigeren Netzteil ausprobiert und die LED hat es überlebt. Scheinbar ist die Regelschaltung des RD 6006 gar nicht so schlecht. Auch die eingestellten Spannungen und Ströme, die effektiv aus dem regelbaren Netzteil rauskommen, sind absolut richtig. Ich kann dieses Netzteil also absolut empfehlen. Unerlässlich bei Reparaturen ist natürlich auch das richtige Werkzeug. Als absolut genialer Wegbegleiter hat sich hierbei das Werkzeug von iFixit herausgestellt. Da ist wirklich alles enthalten, was man braucht. Angefangen mit einem Schraubendreher mit zig verschiedenen Einsätzen, über diverse Öffnungstools oder auch beispielsweise ein Anti-Statik-Armband, ist da wirklich absolut alles dabei. Und wenn man das Set an dem Black Friday oder sowas mal echt günstig bekommt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall zuschlagen. Ein kleiner Tipp zu den Schraubendrehern. Wenn ihr in ein Kunststoffteil, in dem bereits eine Schraube drin war, wie zum Beispiel in einem C64, wieder eine Schraube eindrehen wollt, dreht diese bitte nicht direkt wieder im Uhrzeigersinn ein. Ihr schneidet da effektiv ein komplett neues Gewinde rein. Dreht bitte den Schraubendreher mit etwas leichtem Druck erst in die falsche Richtung. Daraufhin werdet ihr merken, dass die Schraube ein bisschen in das Loch reinrutscht und ihr nehmt das alte Gewinde. Damit ich meine Chips auf den C64 beispielsweise nicht durch elektrostatische Entladungen zerstöre, arbeite ich grundsätzlich auf einer ESD-Matte. Diese ist an der Erde der Steckdose angeschlossen. Zusätzlich daran angeschlossen ist ein sogenanntes Anti-Statik-Armband. Somit werden alle elektrostatischen Aufladungen direkt an die Steckdose abgeführt. Um den Schmutz und den Staub auf den Boards zu entfernen, nutze ich diverse ESD-Pinsel. Um Kontakte zu reinigen bzw. ein bisschen abzuschleifen, gibt es die sogenannten Glasfaserstifte. Diese solltet ihr allerdings wirklich vorsichtig nutzen. Um Kondensatoren aus den Rollen zu lösen oder um Schrumpfschläuche zuzuschneiden, nehme ich meistens ein Skalpell. Um sicherzustellen, dass das Skalpell auch immer scharf ist, macht es Sinn, eins zu kaufen, bei dem man die Klingeln wechseln kann. Und dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Schrumpfschläuche zu nutzen.
Das sind Kunststoffschläuche, die man beispielsweise über zwei zusammengelötete Kabel ziehen kann und die sich dann bei Hitze zusammenziehen. Ob ihr jetzt für die Hitze ein Feuerzeug, eine Heißluftstation oder den Lötkolben nehmt, bleibt euch überlassen. Das nächste Wichtige ist ein gescheiter Lötkolben. Was man definitiv nicht nehmen sollte, ein Lötkolben aus dem Baumarkt oder aus dem Discounter. Oder noch schlimmer, ein Lötkolben für Dachrinnen. Warum das? Mit einer Lötstation hat man die Möglichkeit, die Temperatur zu wählen, mit der man löten möchte. Das beeinflusst natürlich erstmal die Geschwindigkeit, wie schnell das Lötzinn schmilzt. Hat man zum Beispiel einen Lötkolben mit einer niedrigen Temperatur, dann brutzelt man ewig auf den Bauteilen herum und beschädigt diese, wenn es blöd läuft. Zu heiß sollte man die Temperatur aber auch nicht wählen, weil das schlecht fürs Lötzinn ist. Effektiv verflüchtigt sich das komplette Flussmittel und das Lötzinn fließt damit deutlich schlechter. Bei älterem Lötzinn, das Blei enthält, sieht man auch beispielsweise, wie das Lötzinn an Glanz verliert. Beim Löten großer Flächen hat man mit der Lötstation meistens auch den riesen Vorteil, dass die Lötstationen deutlich mehr Dampf haben als diese 30 Watt Lötkolben aus dem Baumarkt. Und was ich den wichtigsten Punkt finde, bei den Lötstationen kann man an den Lötkolben immer die Spitzen wechseln und je nachdem, welche Größe man eben gerade benötigt, die richtige Spitze auswählen. Lötet man beispielsweise große Flächen, dann kann man sich eine breite Lötspitze einsetzen. Lötet man SMD, dann natürlich eine kleinere. Ach ja, Thema SMD. Die Lötstation, die ich wirklich gerne nutze, ist eine Do-it-yourself-Lötstation, die Spitzen der Weller RT-Lötstation nutzt. Diese Do-it-yourself-Lötstation bietet beispielsweise einen Standby-Modus, einfach auswechselbare Lötspitzen und wirklich sehr, sehr schnelles Hochheizen. Die meisten angebotenen Spitzen sind ziemlich klein. Es gibt auch eine etwas größere. Ich habe damit zum Beispiel mein komplettes C64 Tuning Board gelötet. Der Bausatz kostet aktuell 16,40 € und man muss wirklich sagen, dafür ist das Ding wirklich genial und die Weller RT-Spitzen, die haben so einen Dampf. Ich habe einen normalen Lötkolben beim Löten absolut nicht vermisst. Bei den Lötstationen gibt es zig verschiedene Hersteller. Es gibt beispielsweise Ersa, es gibt Weller, es gibt Hakko. Alle sind unterschiedlich gut, aber auch unterschiedlich teuer. Weller beispielsweise gilt als extrem gut, ist aber auch halt wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Ich habe dementsprechend leider keine Weller Lötstation. Die erste Lötstation, die ich mir vor ca. 17 Jahren gekauft habe, war eine Ersa RDS 80. Und die begleitet mich bis heute auf die Reparaturtreffs. Was ich bei der Lötstation aber monieren muss, ist, dass das Kabel, das zum Lötkolben geht, relativ wenig flexibel ist und dass das Aufheizen auch etwas schneller gehen könnte. Zu Hause nutze ich eine Ersa Icon 1. Der Riesenvorteil ist, dass der Kolben deutlich schneller auf Temperatur ist, besser nachheizt und dass das Kabel zum Kolben echt wirklich super dünn und flexibel ist. Allerdings kann es bei einer Reklamation bei Ersa leider ziemlich lange dauern. Dafür habe ich aber die Station ohne eine Wimper zu zucken kostenlos getauscht bekommen. Ein Elektroniker, dem ich auf YouTube folge, der Ehayo, der empfiehlt mittlerweile nur noch Stationen der Marke Hakko und ist damit extrem zufrieden. Und ganz egal welche Marke es bei euch wird, ich empfehle euch definitiv eine Lötstation mit mindestens 60, eher 80 Watt. Und habt ihr euch dann irgendwann mal für eine Lötstation entschieden, dann ist das nächste Übung, Übung, Übung. Das Wichtigste ist nämlich, dass ihr keine riesen Kleckse macht und dass ihr nur genauso viel Lötzinn nehmt wie nötig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an Retrocomputer lötet, solltet ihr auf jeden Fall Lötzinn mit Bleizusatz nehmen, da die alten Computer alle mit bleihaltigem Lötzinn gelötet wurden. Solltet ihr aktuelle Schaltungen aufbauen, nehmt auf jeden Fall bleifreies Lötzinn. Ist einfach besser für die Gesundheit. Und bleifreies und bleihaltiges Lötzinn darf auf keinen Fall gemischt werden. Die beiden Lötzinnarten vertragen sich nämlich gar nicht miteinander und das Mischen kann dann effektiv zu bösen Federn und Spannungen in den Materialien sorgen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr eure Lötspitzen und so weiter gründlich sauber macht, bevor ihr neues Lötzinn nehmt. Ach ja, das Reinigen solltet ihr auf jeden Fall nur entweder mit Messingwolle, die sieht so aus, oder mit einem feuchten Schwämmchen machen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht und habe Schleifpapier genommen
Und das Riesenproblem dabei ist, dass die Beschichtungen der Lötspitzen mit weggeschliffen werden. Und ist die Beschichtung irgendwann mal weg, habt ihr nicht mehr wirklich viel Spaß mit dem Lötkolben. Wirklich geniale Videos zum Thema Löten gibt es bei Hajo. Diese habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Was ich auch absolut empfehlen kann, ist eine Lötdampfabsaugung. Ich habe die jetzt beispielsweise mit Beleuchtung, einer eingebauten Batterie, kabellosen Laden und hier oben ist ein Kohlefilter drin, der euch die Dämpfe aus der Luft herausfiltert und ihr müsst die nicht einatmen. So gesund sind die nämlich auch nicht. Was braucht man noch zum Löten? Einerseits natürlich einen guten Seitenschneider. Dann empfehle ich immer wieder solche Reinigungspads, mit denen man mit Isopropanol dann eben die Stellen, die man gerade gelötet hat, reinigen kann. Denn es bleibt nämlich da ein bisschen Flux übrig, wo wir gerade bei Flux sind. Flux in Stiftform ist natürlich auch extrem sinnvoll. Gerade wenn ihr SMD lötet, ist Flux absolut essentiell. Und wenn ihr zum Beispiel an alten Boards irgendwas entlöten wollt, setzt Flux die Löttemperatur herunter, entfernt teilweise Korrosionen auf den alten Lötzinn und erleichtert euch das Leben wirklich ungemein. Beim SMD-Löten mit einem Heißluftlötkolben gibt es einen Spruch: Was ist besser als Flux beim SMD-Löten? Noch mehr Flux. Und was ich absolut empfehlen kann, falls ihr beispielsweise ganz oft irgendwelche Bausätze baut, das hier ist ein kleines 3D gedrucktes Teil, Materialpreis wahrscheinlich 6 Cent, aber wenn man es nicht hat, dann vermisst man das auf jeden Fall, weil damit kann man einfach einen Widerstand einlegen, die Füße umbiegen und hat den Widerstand genau in der Länge abgebogen, die man eben für den Bausatz braucht. Jetzt haben wir aber meistens das Problem, dass wir, bevor wir irgendwas einlöten können, bei den alten Boards erstmal irgendwas entlöten müssen. Dazu gibt es einerseits diese sogenannten Entlötlitzen. Es gibt sogenannte Entlötpumpen. Das sind solche Pumpen, da kann man hinten drauf drücken, dann wird eine Feder gespannt und wenn man dann vorne auf den Knopf drauf drückt, dann wird die Feder wieder entspannt und es entsteht ein Unterdruck. Und damit wird dann effektiv das Lötzinn, das man vorher mit dem Lötkolben heiß gemacht hat, vom Board gezogen. Alles schön und recht und echt günstig, aber ich bin da kein Fan davon. Besser hingegen ist auf jeden Fall eine Entlötstation. Auf dem Reparaturtreff in Nürnberg hat jemand mal eine Entlötstation von Weller für über 1600 € dabei gehabt. Absolut geiles Teil, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, so viel Geld möchte ich dafür nicht ausgeben. Eine Entlötstation muss meiner Meinung nach nicht unendlich teuer sein. Es gibt jetzt natürlich auch Entlötstationen wie zum Beispiel die Editronic ZD915, die deutlich günstiger sind, aber bei denen man natürlich auch ein paar Dinge verbessern sollte. Ich habe beispielsweise in meiner Entlötstation einen größeren Lüfter zur besseren Belüftung und einen Step-Down-Regler in Kombination mit einem Relais verbaut. Dadurch bricht der Druck, der von der Entlötstation erzeugt wird, wenn man den Taster drückt, nicht mehr so zusammen wie in der Standardvariante. Ein paar kleine Tipps zum Entlöten. Wenn ihr irgendetwas entlöten wollt, bei dem richtig altes Lötzinn draufklebt, nutzt entweder Flux oder ein bisschen neues Lötzinn, mit dem ihr erstmal die Lötpunkte neu verzinnt. Wenn es irgendwie möglich ist, dann haltet am besten das Board so, dass das Lötzinn beim Entlöten nach unten fließen kann. Danach bitte dem Lötzinn ausreichend Zeit geben, bis es flüssig wird und dann erst den Trigger drücken, um das Lötzinn abzusaugen. Denn nur so könnt ihr garantiert alles aus dem Loch absaugen. Was auch noch meistens hilft, ist, wenn ihr kreisende Bewegungen dabei macht. Dabei allerdings nicht zu viel Druck anwenden, da sonst die Pins eurer Chips abbrechen können. Was natürlich auch in keiner Reparaturkiste fehlen darf: ein Multimeter. Alleine um mal Spannungen zu messen, die auf dem Board eben vorhanden sind oder vielleicht auch nicht, um das Netzteil nachmessen zu können oder vielleicht einfach mal einen Widerstand durchmessen zu können, auch eventuell Durchgangsprüfungen zu machen, ist auf jeden Fall ein Multimeter absolut geeignet. So, jetzt werden wir etwas spezieller. Gerade wenn wir uns mit alten Computern beschäftigen, darf eigentlich ein Oszilloskop nicht im Repertoire fehlen. Wir können jetzt zwar mit einem Multimeter die Spannungen messen, die jetzt beispielsweise das Netzteil bringt und so weiter, aber wir haben ja beispielsweise bei einem alten C64 einen CPU, der mit 1 MHz getaktet ist. Das sind 1 Million Zyklen pro Sekunde. Eine Schwingung bzw. ein Zyklus kann zum Beispiel einem High und einem Low entsprechen.
Oder mit anderen Worten, während einer Schwingung kann sich digital maximal zweimal die Spannung ändern. Somit kann sich bei ca. 1 MHz innerhalb von einer Sekunde bis zu ca. 2 Millionen Mal die Spannung ändern. Das Multimeter kann alleine schon nicht registrieren, ob sich innerhalb einer Sekunde 2 Millionen Mal die Spannung ändert. Und wir wollen ja eigentlich nicht sehen, ob sich die Spannung ändert, sondern die Kurve sehen, in der sie das macht. Wir wollen also sehen, ob die Signale sauber sind, überschwingen oder vielleicht den maximalen Pegel, den sie haben sollten, vielleicht zum Großteil gar nicht erreichen. Ein ganz normales Multimeter, egal wie gut es ist, kommt damit absolut nicht klar. Zusätzlich zum Multimeter nutze ich gern das sogenannte Testophon. Das Testophon ist ein Durchgangsprüfer, der aber nicht ganz Standard ist. Mit einem Durchgangsprüfer würdet ihr das hier nicht hören. Hat man sehr, sehr guten Kontakt, hört man einen sehr hohen Ton. Nimmt man das beispielsweise einfach nur zwischen die Finger, dann hört man einen tiefen Ton, weil einfach der Widerstand deutlich höher ist. Nimmt man jetzt beispielsweise einen Schalter oder einen Potti, dann kann man sogar hören, wie der Potti kratzt. Wenn man jetzt beispielsweise auch 2 Chips oder 2 gleiche Boards oder sowas in der Richtung hat, dann kann man die teilweise auch durchpiepsen und merkt dadurch teilweise sogar, ob die Chips kaputt sind oder eben nicht. Das Testophon kommt als Bausatz und kostet ca. 40 Euro. Ebenfalls als Bausatz kommt der Retro Chip Tester Professional. Zu kaufen gibt es ihn unter 8bit-museum.de. Das Besondere daran ist, dass man einerseits SRAMs, DRAMs, aber auch zum Beispiel Logikchips wie zum Beispiel einen 74LS09 oder sonstiges testen kann. Fehler. Das ist zum Beispiel jetzt ein nagelneuer Chip. Der Riesenvorteil von diesem Gerät ist halt, wenn der RAM-Speicher jetzt beispielsweise als defekt gekennzeichnet wird, dann ist er tatsächlich defekt. Wenn er jetzt funktioniert, dann kann er funktionieren, kann aber auch zum Beispiel sein, dass wenn er jetzt unter höherem Takt läuft, dass er dann irgendwie trotzdem nicht so funktioniert, wie er soll. Aber das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Und man muss auch wirklich sagen, das Ding kriegt ständig irgendwelche Updates und so weiter und ist wirklich absolut empfehlenswert. Ich habe mir jetzt die letzten Tage bei eBay mal ein paar RAM-Speicher noch bestellt. Und nachdem ja eBay immer dafür bekannt ist, dass die Chips da verkaufen, die jetzt nachgelabelt sind, ja, schauen wir mal, was der jetzt hier sagt. Okay, es scheint zumindest schon mal ein RAM-Speicher zu sein. Sonst würde der davor schon mal meckern. Jetzt interessiert mich wirklich am meisten, wie viele von diesen RAM-Speichern tatsächlich da funktionieren, die ich da gekauft habe. Ja, super. Von 10 gekauften C64 RAMs sind 3 defekt, beziehungsweise gar keine 41, 64. Ich glaube, da muss ich mal reklamieren. Ich habe ja schon gesagt, beispielsweise irgendwelche 74, LS0, was auch immer, können auch damit gecheckt werden. Das war jetzt zum Beispiel ein 7409er. Die zeigt mir als funktionieren an. 11er. Auch okay. Und sollte da jetzt irgendwo ein Kurzschluss oder sonstiges drauf sein auf dem Chip, dann kommt da natürlich, dass der Chip nicht mehr in Ordnung ist. Alles in allem muss man halt wirklich sagen, dass dieser 8-Bit-Chip-Tester wirklich absolut genial ist.
Der Bausatz, der kostet halt wirklich auch nur das, was die Materialien an sich kosten. Also da verdient der Slubby absolut gar nichts dran. Und man muss wirklich sagen, das Ding ist absoluter Hammer und definitiv sein Geld wert. Und wenn man dann eben teilweise sieht, dass die Dinger bei eBay für über 300 Euro oder sowas weggehen, hierfür beide Daumen hoch. Das nächste Gadget, das ich sehr, sehr, sehr gerne nutze, ist der sogenannte Multibauteile-Tester. Man hat hier mehrere verschiedene Anschlüsse, also 3 Stück. Man legt beispielsweise einen Widerstand ein und das Gerät sagt einem, hier handelt es sich um einen Widerstand und der Widerstand hat so und so viel Ohm. Der Kondensator hier soll eigentlich 470 Mikrofarad haben. Nicht ganz. Ja, für das, dass er eigentlich 470 Mikrofarad haben sollte, ist der definitiv fertig. Der Kondensator soll 4,7 Mikrofarad haben. Das kommt ganz gut hin. Das Ganze funktioniert auch wunderbar mit Transistoren oder Kondensatoren. Und ganz ehrlich, für die paar Euro absolut empfehlenswert. Irgendwo sind natürlich auch die Grenzen solcher Bauteile-Tester. Wenn man jetzt beispielsweise einen Kondensator testet, der normalerweise bei 400 Volt betrieben wird, ist ein positives Ergebnis überhaupt nicht aussagekräftig. Der Kondensator wird in dem Universalbauteile-Tester nämlich mit 9 Volt getestet und dabei kann er problemlos funktionieren. Wenn man dann beispielsweise allerdings 400 Volt auf den Kondensator geht, sieht die ganze Geschichte schon mal deutlich anders aus. Was ich auch nicht mehr missen möchte, ist das sogenannte Jack 64. Es enthält einen sogenannten Dead-Test, der auch funktioniert, wenn beispielsweise die RAM-Speicher kaputt sind. Es enthält den Ultimax RAM-Checker, die C64 Diag und in dieser Version eben auch eine Diag für den C128. Das Jack 64 wurde im Forum 64 vorgestellt, ist absolut genial, wurde von GMP entwickelt und ist leider momentan nicht mehr verfügbar. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich damals einen Bausatz bekommen habe. Ein kurzer Ausblick. Die ersten Schaltungen und die ersten C64 werde ich jetzt erstmal mit diesen Geräten reparieren. Der Nachteil an ein paar dieser Geräte ist, dass diese relativ teuer sind. Auch ein gutes Multimeter, das jetzt Frequenzen messen kann, kann auch mal gut ein paar 100 Euro kosten. Dementsprechend sind wir gerade dran, günstige Geräte zu entwickeln, die sich wirklich jeder auf der Welt, also beispielsweise auch jemand ohne viel Geld in Afrika oder Indien, leisten kann, um beispielsweise sein C64 wieder zum Laufen zu bringen. Diese Platinen werden momentan von Helmut Proxer, dem damals größten Commodore-Händler Deutschlands, und meiner Wenigkeit entwickelt und getestet. Sobald diese zur Serienreife ausgewachsen sind, werden wir diese unter dem Label TWHP veröffentlichen und natürlich hier bei Reparaturen zum Einsatz bringen. Ja, und bleifreies und bleihaltiges Lötzeit. Ich habe meine Nochmal. Was ist denn jetzt passiert?